Oh Christian, schau mal hier. Verrostet und ungeschützt. Ist das der neueste Trend in der Intralogistik? Die sind zwar millionenfach unterwegs, aber das ist kein neuer Trend. Ich zeig dir und euch mal was Besseres. Ja Christian, was ist jetzt die Alternative zu diesen alten, rostigen Metallbehältern? Ja, wir haben hier mal unsere Behälterfamilien im 800er, 600er Format mitgebracht. Die werden häufig angewendet, ja, im Fertigungsbereich, Produktionsbereich, zur Lagerung, aber auch zum Transport. Und das sind die idealen, ja, Produkte, die man anstatt einer Gitterbox verwenden kann. Willst du mal anfangen mit dem Behälter, der vor dir steht, was das für einer ist? Genau, das ist jetzt die Behälterfamilie aus der XL-Serie. Da haben wir verschiedenste Höhen. Es ist, glaube ich, die Serie mit den meisten verschiedenen Höhen im Markt. Von 120 bis 520, wir sehen es im Hintergrund. Und vielleicht eins vorneweg, alle unsere Behälterserien können mit anscharnierten Klappdeckeln ausgestattet werden. Ja. Also mit oder ohne kannst du aussuchen. Und diese anscharnierten Klappdeckel haben den riesen Vorteil, dass die halt permanent am Behälter verbleiben und du hast nicht die Notwendigkeit, irgendein separates Teil irgendwo zu suchen. Ja, genau. Und die Deckel natürlich geben einen optimalen Schutz gegen Umweltbedingungen, aber die Deckel können auch verplombt werden. Das heißt, die Behälter können auch im Transport eingesetzt werden. Ja. Filialbelieferung zum Beispiel, und es können wertvolle Produkte drin sein, Elektronik, Zigaretten, irgendwas, und Ja. es kann verplombt werden und die Empfänger sehen, dass es noch das Original ist. Ja, und diese XL-Serie gibt es in verschiedenen Bodenvarianten auch. Man kann hier eine einfache Bodenvariante wählen, bis 50 Kilo, kein Problem, kannst du locker tragen, bis hin zu 200 Kilo mit dem Doppelboden. Das ist 200 Kilo. tatsächlich schwer. Wie bewegt man denn 200 Kilo? Das haben wir uns damals auch gefragt bei der Entwicklung, haben gesagt, naja, am besten wir statten die Behälter mit Kufen aus, weil dann kann ich eine Ameise nutzen, ich kann einen Stapler nutzen und kann sie noch gut bewegen. Und diese Kufenvariante haben wir übrigens bei allen Großbehältern bei uns umgesetzt. Also alle unsere 800 x 600 Behälter können mit Kufen ausgestattet werden. Ja, cool. Der XL-Behälter kann übrigens auch mit einer Entnahmeöffnung ausgestattet werden, auf der Stirn oder auf der Längsseite. Wie gesagt, 200 Kilo, aber wir können noch mehr, Christian, oder? Ja, auf jeden Fall. Deshalb haben wir auch mal den SL86 mitgebracht, also den Schwerlastbehälter im 800, 600er Format. Wie du schon gesagt hast, sind wir hier bei 200 Kilo rund Inhaltsbelastung. Hier bei dem Behälter haben wir sogar 500 Kilogramm Inhaltsbelastung. In der Auflast sogar 1,5 Tonnen. Das ist natürlich beachtlich, wenn man sich überlegt, 1,5 Tonnen einfach so zu bewegen mit kleinen Rollen oder jetzt hier mit einem Trolley drunter, ist das super simpel, auch ohne Stapler überhaupt was zu transportieren im Lager. Ich glaube, das ist gerade in Produktionsbereichen sinnvoll, wo man ja eigentlich Stapler vermeiden will. Die brauchen zu viel Platz und so weiter. Ja. Und wenn ich die Behälter einfach so zum Band bewegen kann oder zur Montagestelle, ist das super vorteilhaft. Ja, absolut. Ja, wenn du es gerade ansprichst, in der Produktion wird natürlich auch viel gepickt und beladen. Deswegen haben wir hier eine relativ breite Entnahmeöffnung auf der Stirnseite. Die gibt es aber auch nochmal auf der Längsseite. Ja. Und wir haben hier einen sehr, sehr simplen Klappmechanismus. Wie ihr seht, kann man den auch ganz simpel einfach mit einer Hand zuschlagen und hier oben über die Scharniere wieder ganz einfach öffnen. Ja. Auch hier die Deckel mit dabei, um natürlich die Waren zu schützen. Das ist relativ häufig, dass hier schwere Metallbauteile oder Gussbauteile transportiert werden in die Produktion rein, und die müssen natürlich auch geschützt werden. Ja. Ja, dann haben wir noch unseren MB hier, Peter, auch 800, 600. Ja, Willst du genau. dazu noch was sagen? Ja, die MB-Serie ist, glaube ich, ganz schön bekannt im Markt. Das Besondere an denen ist, die haben eine konische Bauform und dadurch können sie ineinander genestet werden, wie wir sagen, oder verschachtelt können sie werden. Und dadurch kann ich bis zu 2/3 des Volumens im Leerzustand einsparen. Das heißt, die Behälter werden super gerne in Transportprozessen eingesetzt, sodass der Rücktransport dann wieder weniger Volumen auf dem LKW einnimmt. Ja. Aber natürlich auch in internen Prozessen macht es Sinn, wenn man wenig Platz hat, dass die Behälter verschachtelt werden und dann wenig Raum einnehmen. Ja, ansonsten hier auch verschiedene Bodenvarianten, bis zu 200 Kilo möglich. Deswegen hier auch die Kufen. Ja, Ja, cool. Ja, ich denke, wir haben euch einige Produktfamilien als Ersatz für Gitterboxen gezeigt heute.
Die gibt es auch alle bei uns im Shop als Standardartikel. Und wenn ihr auch besondere Farben oder besondere Konfigurationen wünscht, wie zum Beispiel ein Verschluss oder ein Logo oder spezielle Barcodes, dann könnt ihr das auch bei uns im Behälterkonfigurator konfigurieren. Genau. Oder sich direkt bei uns im Vertrieb melden, damit wir die Produkte für euch individuell gestalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peter, willst du noch was sagen? Nee, nichts mehr. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss.